Nach 5000 Kilometern war ich ja unterwegs gewesen mit dem Vitara. Die Kopfdichtung ist durchgebrannt. So, jetzt ist noch die Schwester von Pitti dazugekommen, das ist die ältere Schwester. Und jetzt hat die Pitti, you have to say goodbye. You have to say goodbye to Jem. Jem, bye bye, na Jem, na. See you next. Ja, okay. Good luck, na. Good luck. Ja, okay. See you. See you. So, damit ist der Film nicht beendet. Ich habe hier nochmal eine Zusammenfassung danach nochmal gebracht, wie der Isan auf mich eingewirkt hat. Und ja, ich hoffe, euch hat die Serie gefallen. Und hier sind jetzt erstmal Schluss. Ich fahre jetzt mit dem Jem nach Samui. Wir werden etwa 4 bis 5 Tage brauchen für die 1300 Kilometer. Ich will ja nur 300 bis 400 Kilometer am Tag fahren, sonst wird das zu anstrengend für ihn da hinten. Okay, tschüss. Ne? Nach Norden, danach rechts abbiegen. Hallo, hier melde ich mich nochmal. Wir sind in 3 Tagen hier auf Samui bzw. auf die Fähre angekommen. 3 Tage jeweils fast 7 Stunden gefahren und 500 Kilometer. Ich wollte das Auto ja noch loben, dass es es schafft. Aber hier am Kassenbütchen hier von der Fähre ist der Motor dann ausgegangen. Er wollte gar nicht mehr anspringen. Und ich habe ein bisschen gewartet, hier hinten kommt weißer Rauch raus, das Wasser ist vorne am Kochen. Ich hoffe jetzt in einer 1,5 Stunden, dass sich das soweit abkühlt, dass ich damit noch bis nach Hause komme. Öl ist okay, der Ölstand, wieso er jetzt anfängt da zu überhitzen anscheinend, keine Ahnung. Auch die Übertemperatur ist nicht hochgegangen, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Naja, aber rückblickend kann ich ja froh sein, dass ich hier jetzt auf der Fähre bin. Irgendwie wird man mich schon hier von der Fähre runterholen. Und dann kann ich zumindest die Jungs kontaktieren, den Wagen abzuholen. Aber ich hoffe, dass es noch funktioniert. Ich würde mich jedenfalls noch mal melden. Ja, auf der ganzen Tour, was ist mir da alles aufgefallen? Ganz besonders die großen baulichen Aktivitäten der Infrastruktur, der Straßen, vor allen Dingen in Bangkok und Umgebung, wo ich ja durchgefahren bin. Das war teilweise ja 10-spurig, es war gigantisch, lange Hochbrücken auf hohen Stelzen bis zum Horizont 4-spurig, also schon gigantisch, was die hier umsetzen in Thailand im Straßenbau. So, jetzt geht es gleich nach Hause. Jem hat sich auch gut gehalten. Ich musste einfach jetzt nach Hause. Ja, das Tor ist auf. Die ersten Fahrzeuge fahren raus. Ich warte noch, bis die meisten raus sind.
Und dann versuche ich ihn zu starten. Ich hoffe es nur. Cem, halt die Däumchen, cross die Finger. Nach 5000 Kilometern, bitte mach jetzt nicht schlapp. Wenn ich auf dem Pier draufstehe, dann ist es halb so wild, dann kann ich mich abschleppen lassen. Aber wenn er hier auf der Fähre steht, dann habe ich ein Problem. Ich habe jetzt noch eine Starterbatterie von meiner Drohne noch dranhängen. Die hat auch noch richtig Power, weil er da eben nicht durchdrehen wollte. Cross die Finger, cross die Finger. I have problem with the engine. What? I have problem with the engine. I have to wait that the car's out and then I start, okay? No start. Oh yeah, wait. I wait that they all go out. Okay. Am. Maybe. เข็นหน่อย Ja, das, เข็นหน่อยรถเสีย good luck. Wait. Okay. Oi! Oi, gut. So, jetzt muss er nur am Laufen bleiben. Gutes Gefühl. Raus von der Fähre, raus. Das ist wichtig. Wassertemperatur ist auch noch niedrig. Und wir sind von der Fähre, Gott sei Dank. So, jetzt nur noch nach Hause, Cem, hä? Das war das Erste. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause kommen. Er blubbert noch so ein bisschen. Bitte, fahr. Ich weiß jetzt ganz genau, dass der Michael und die Pitti jetzt laut GPS gucken, ob ich jetzt von runter gefahren bin. Jetzt brauchen wir noch 10 Minuten bis nach Hause. Naja, vielleicht war es wirklich ein bisschen zu viel für Großmutter, für unser Auto, wie wir sie liebevoll nennen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja! So, und damit ist das Abenteuer beendet. Ja, liebe Zuschauer, da ist einiges kaputt gegangen und ich hatte so viel Glück. Nach 5000 Kilometern war ich ja unterwegs gewesen mit dem Vitara. Die Kopfdichtung ist durchgebrannt. Da ist also das Wasser eingedrungen und das schoss dann bei der Komprimierung dann wieder raus. Also einiges. Die Jungs hier von der Werkstatt, die haben herausgefunden, wieso die Kopfdichtung jetzt schon wieder kaputt ist. Und das werde ich alles in einem separaten Film reinbringen, den werde ich hier oben verlinken, weil das nichts mit der Urlaubstour zu tun hat. Mittlerweile ist der Motor, alles ist wieder tipptopp. Es sind immer mehr neue Teile dazu gekommen und ich versuche es nochmal bei der nächsten Tour mit meinem alten Vitara die Tour zu machen, zumal ja Cem das so klasse fand, mitzufahren in der Position. Und ja, wenn wir Geld zu viel haben, dann werden wir uns irgendwann mal einen neuen kaufen. So, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.